Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst, sagte Franklin D. Roosevelt. Der berühmte Ausspruch ist leider genauso wahr wie unwahr. Wenn wir Furcht als eine Reaktion auf eine akute Bedrohungssituation begreifen, dann ist sie in jeder anderen Situation unangemessen. Das gilt selbstverständlich auch dann, wenn wir befürchten, die Furcht könnte wieder einsetzen. Mir scheint diese Furcht vor der Furcht beinahe noch schlimmer zu sein. Solange der Killer mit dem scharfen Messer hinter mir her ist, gibt es nichts Besseres, was ich empfinden kann. Mein autonomes Nervensystem übernimmt ohne mein bewusstes Eingreifen die Regie und lässt mich so schnell wie möglich wegrennen. Kein Grübeln, kein Abwägen, sondern unmittelbar handeln. Das ist perfekt. Aber solange kein Killer weit und breit auszumachen ist, wozu dann eine solche Reaktion? Weil einer kommen könnte? Sich vor etwas zu fürchten, was noch gar nicht eingetreten ist und vielleicht auch niemals wird, löst exakt dieselben körperlichen Reaktionen aus und da haben wir den Schlamassel. In den Nachrichten höre ich von einem Überfall in Karlsruhe. Sogleich fällt mir ein, dass Oskar ja in Karlsruhe wohnt und ich beginne mich zu sorgen. Rational weiß ich natürlich, wie gering die Chance ist, dass ausgerechnet Oskar hineingeraten ist, aber ausschließen kann ich es auch nicht. Es ist wie die Furcht vor der Furcht. Mein Verstand weist mich darauf hin, dass keine akute Gefahrensituation besteht. Mein Körper sagt mir etwas anderes. Der spannt sich an und lässt mein Herz kräftig schlagen. Keiner von beiden gewinnt. Mein Verstand versucht, die Furcht abzuschütteln und zu verdrängen. Wird schon nichts passiert sein. Mein Körper sendet immer wieder Signale, aber es könnte etwas passieren. Und meine bewusste Wahrnehmung nimmt diese Signale auf und setzt sie in mentale Aktivität um. Und was, wenn es doch passiert? Wenn der Gangster Oskar als Geisel genommen hat? Wenn er einen Querschläger abbekommen hat? Bloß weil er sich zufällig am Ort des Geschehens aufgehalten hat? Mein Verstand ermahnt mich, aber das weißt du doch gar nicht. Wahrscheinlich sitzt er gemütlich im Garten und bewundert seine Hopfenblüten. Doch mein Körper fällt auf derlei Beschwichtigungen nicht herein. Das Krummeln im Bauch, die Spannung im Nacken, sie bleiben und geben keine Ruhe. Ich reagiere also nicht auf wirkliches Geschehen, sondern auf das, was in mir vor sich geht. In meinem Kopf herrscht Alarm. Mein Körper antwortet mit Adrenalin und meine Gedanken interpretieren das wiederum als Gefahr, bestätigen dadurch den Alarm, was meine Nebennieren anregt, weiteres Adrenalin zu produzieren und der Kreislauf ist geschlossen. Jahrelang habe ich mich gefragt, aus welchem Grund Edward Bach seine Red Chestnut Essenz in die Kategorie Blütenmittel gegen Angst einsortierte, anstelle der Gruppe Blütenmittel bei übermäßiger Sorge um das Wohlergehen anderer. Scheint sie doch auf den ersten Blick geradezu der Prototyp für diese Gruppe zu sein. Es scheinen sich die Begriffe zu überlappen, im alltäglichen Sprachgebrauch schon mal allemal. Edward Bach entschied sich für Kategorie Angst. Ich tendiere zu etwas anderem, aber das ist natürlich eine akademische Auseinandersetzung um gar nichts. Sorge, Vorsicht, Ängstlichkeit und Besorgnis haben alle einen Zweck. Aber der ist nicht Angst. Wenn also das von Ihnen befürchtete Ereignis nicht mit Verletzung, Schmerz oder dem Tod in Verbindung gebracht werden kann und kein Signal auf das Vorhandensein einer Gefahr deutet, dann sollte es nicht mit Angst verwechselt werden. Es kann durchaus etwas sein, dass es wert ist, es verstehen zu wollen und damit umzugehen. Aber die Sorge, also das Herumwälzen sorgenvoller Gedanken im Kopf mit den daraus resultierenden körperlichen Folgen, wie zum Beispiel Schlaflosigkeit und Herzklopfen, wird keine Lösung bringen. Sie wird eher davon ablenken, Lösungen zu finden, weil die Gedanken dann eben nicht frei sind, sondern in einem Loop gefangen. In der ursprünglichen Form des nah verwandten englischen Wortes worry bedeutete die Sorge um einen anderen, ihn zu belästigen, zu erwürgen oder zu ersticken.
Sich selbst auf diese Weise zu beunruhigen, ist dann ebenfalls eine Form der Belästigung, nur halt in diesem Falle seiner selbst. Um der Sorge eine geringere Rolle in unserem Leben zu geben, müssen wir verstehen, was sie wirklich ist. Sorge ist die Angst, die wir selbst erzeugen. Sie ist nicht authentisch, sondern grundlos oder von der Gedankentätigkeit ausgelöst. Wenn Sie sich dafür entscheiden, sich über etwas Sorgen zu machen, dann tun Sie es. Aber tun Sie es in dem Wissen, dass es sich um eine Entscheidung handelt. Sorgen sind nichts, das uns überfällt, wie der Killer mit dem Messer. Sie entstehen aus uns selbst heraus, weshalb wir auch die Einzigen sind, die sie wieder abstellen können. Meistens machen wir uns Sorgen, weil es eine sekundäre Belohnung gibt. Es gibt viele Variationen und das hier sind einige der beliebtesten. Erstens, Sorgen sind ein Bremsmittel, das Veränderungen vermeiden lässt. Wenn wir uns Sorgen machen, dann tun wir nichts dagegen. Sorgen tackern uns in der Untätigkeit fest. Sorgen sind ein Weg, sich nicht eingestehen zu müssen, dass man machtlos ist. Denn Sorgen geben uns das Gefühl, dass wir ja etwas tun. Auch das Gebet gibt uns dieses Gefühl, etwas zu tun. Und selbst der engagierteste Agnostiker wird zugeben, dass Gebete produktiver sind als die Sorge. Die Sorge ist auch eine etwas süßliche Art, mit anderen in Verbindung zu treten. Denn die Idee ist, dass die Sorge um jemanden Liebe zeigt. Die Kehrseite davon ist der Glaube, dass sich nicht um jemanden zu sorgen, in dem Sinne interpretiert werden kann, dass man sich nicht um ihn kümmert oder dass er einem egal ist. Auf jeden Fall ist dann keine Liebe im Spiel. Aber Sorgen sind ein schlechter Ersatz für Liebe oder für liebevolle Handlungen. Sorgen sind auch ein Schutz vor zukünftigen Enttäuschungen. Nach einer wichtigen Prüfung zum Beispiel könnte sich der Schüler Sorgen machen, ob er durchgefallen ist. Wenn er die Erfahrung des Versagens jetzt schon spüren kann, es sozusagen proben kann, indem er sich darüber Sorgen macht, dann wird sich das Versagen nicht so schlimm anfühlen, wenn es dann tatsächlich eintreten sollte. Man hat ja für den Fall der Fälle trainiert. Erfährt er nach der Auswertung, dass er bestanden hat, dann waren die schlaflosen Nächte umsonst durchlitten und der Besuch im Nagelstudio zur Rettung der Reste seiner abgekauten Fingernägel wäre dann auch nicht nötig. So oder so hätte er nichts tun können, außer abzuwarten. Das Geschehen zu beeinflussen wäre unmöglich gewesen. Letztendlich hat er einfach den Verlust der Kontrolle über sein Wohlbefinden einem durch unnötige Gedankentätigkeit getriggerten Nervensystem zu verdanken. Sorge halt. Macht man das zu einer Gewohnheit, ist es eine effektive Methode, die eigene Lebenserwartung nicht nur zu verkürzen, sondern auch seine Qualität bis zu seinem vorzeitigen Ende herabzusetzen. Echten Gewinn liefert es nicht, außer vielleicht eine Art Pseudo-Gewissheit, dass man jemanden lieb hat und sich deswegen um ihn sorgt. Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen herzlos. Aber drehen wir den Spieß einmal um. Stichwort belästigen, ersticken und erwürgen. Wie geht es demjenigen, um den sich gesorgt wird? Wenn regelmäßig Kontrollanrufe kommen, die vielleicht eher als solche, nämlich als Kontrolle und nicht als Ausdruck der Liebe empfunden werden. Wenn man die Rückmeldung am Ziel der Reise vergessen hat, weil man zu erschöpft oder von den neuen Eindrücken überwältigt war, dann gibt's einen Kübel Schuldgefühle der Sorte. Bist du auch heil angekommen? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich konnte die ganze Nacht nicht durchschlafen. Die Verantwortung für das schlechte Gefühl der sich Sorgenden wird bei denen abgeladen, um die sich gesorgt wird. Wie gesagt, wenn es sich um Sorgen handelt, also etwas, das man selbst produziert und nicht um reale Angst, etwas, das eintritt, wenn man sich in ebenso realer Gefahr befindet. Was also ist zu tun? Ich möchte Ihnen ein Trio vorstellen aus 3 Essenzen, die aus nahe verwandten Pflanzen gewonnen wurden.
Diese Idee kam in den 90er Jahren auf, als ich mit Blick auf 2 Blütenessenzen, die beide aus derselben Pflanze, allerdings mit unterschiedlicher Blütenfarbe, gewonnen wurden, darum gebeten wurde, sie einfach zu kombinieren. Das waren die rosa und weiße Schafgarbe. Die gelbe Variante rundete dann das Trio ab und machte es zu einer viel gefragten Essenzenmischung für den Schutz. Aber dazu komme ich ein andermal. Das Trio, das auf unermüdliche Sorgentätigkeit einwirken kann, ist wie nicht anders zu erwarten das Kastanientrio. Das ist einfach eine Kombination der 3 Kastanienblüten aus dem Sortiment Edward Bachs, die weiße und die rote Kastanie plus die Kastanienknospe. White Chestnut, Red Chestnut und Chestnut Bud. Die Stichworte für alle 3 sind Wiederholung und damit Stagnation, weshalb sie sich ideal kombinieren lassen, um alle Aspekte desselben Phänomens mit einer einzigen Essenz ansprechen zu können. Bei der weißen Kastanie wiederholen sich Gedanken und Gespräche im Kopf und lassen einen weder Ruhe noch eine Problemlösung finden. Die Kastanienknospe hilft einem auf die Sprünge, wenn man schon mehrfach in dieselbe Falle gelaufen ist. Wo die weiße Kastanie überflüssige Gedankenmuster unterbricht, unterbricht Kastanienknospe hinderliche Verhaltensmuster. Bei der roten Kastanie schließlich kreisen die Gedanken sorgenvoll um einen nahestehenden Menschen mit allen körperlichen Erscheinungen einer latenten Angst. Alle 3 zusammen holen einen aus dem Teufelskreis heraus und helfen gemeinsam, die Stagnation zu überwinden. Wenn es bei Sorgen um etwas geht, das aus uns selbst heraus entsteht, müssen wir, wenn sie unser Leben zu beeinträchtigen beginnen, sie auch selbst wieder abstellen können. Dazu muss es uns zunächst einmal bewusst sein, dass nur wir selbst es sind, die das tun. Dass es sich beim sich Sorgen um eine Entscheidung handelt, die wir selbst getroffen haben, wenngleich unbewusst, aber nichtsdestotrotz wir selbst und niemand anders. Wem wurde je angeordnet, jetzt sorg dich aber endlich? Das heißt, zuerst kommt das Bewusstsein für die Eigenverantwortung. Dann das Bemerken des Einsetzens der Sorgen und schließlich die Aktivierung des inneren Talents, damit aufzuhören. Die 3 Kastanien im Trio scheinen mir die idealen Helfer bei dieser Aufgabe zu sein.